Du willst mit deinem neuen iPhone Pro noch kreativer sein, dann hol dir jetzt den Blue Cine Pro Kit von Freewell. Hier bleiben wirklich keine Wünsche offen. Du hast Filter für deine Kameralinsen. Du hast nochmal extra ein anamorphisches Objektiv, was du hier aufschrauben kannst mit verschiedenen ND-Filtern. Du hast eine Handyhülle, wo alle Filter passen. Das Ganze ist dann auch magnetisch. Und gleichzeitig hast du natürlich auch noch den Blue Cine Kit Pro Selfie Grip, den du gleichzeitig noch ausziehen kannst, den du am Phone mit anbringen kannst, den du am Stativ anbringen kannst und per Bluetooth die Aufnahmen steuern, an- und ausmachen ist möglich. Und was das neue Blue Cine Pro Kit alles so kann, erkläre ich dir jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Los geht's natürlich am Anfang mit der Handyhülle, die dein neues iPhone Pro bzw. Pro Max erstens schützt und zweitens hat diese Hülle natürlich einen Kameramount, mit dem du verschiedene Linsen und auch Filter an dieser Hülle magnetisch und gleichzeitig natürlich auch manuell befestigen kannst. Einfach dein iPhone hier in die Hülle einführen, relativ einfach wie bei einer normalen Hülle. Du siehst schon, es schützt natürlich auch dein Display und an der Seite sind alle Knöpfe da, wo sie sind und gleichzeitig noch erreichbar. Wichtig ist natürlich, dass auch hier MagSafe vorhanden ist. Das heißt, du kannst bei deinen Aufnahmen Zubehör wie zum Beispiel diese Powerbank von Anker verwenden und dein Telefon wird beim Filmen gleichzeitig noch aufgeladen. Von der Beschaffenheit ist sie auch sehr robust gebaut. Man sieht, es ist hier ein Metallschutz eingelassen worden in eine Hülle, die aus Gummi und Plastik besteht. Hier hinten ist es nicht gerade glatt. Das heißt, du kannst natürlich einen unwahrscheinlich guten Grip anwenden, wenn du drehst und die Hand auflegst. Das rutscht dir hier nicht weg. Sehr schön. Hier vorne sehen wir das Freewell-Logo und die Hülle ist kompatibel und relativ leicht, was natürlich auch noch wichtig ist, denn was nützt dir eine schwere Metallhülle, wenn du sie nachher nicht auf den Gimbal aufsetzen kannst, was du mit dieser Hülle definitiv tun kannst. Freewell hat mir in der Pressemitteilung mitgeteilt, dass diese Hülle momentan erstmal nur für die gängigen iPhones, die ich gerade genannt habe, verfügbar ist. Aber es wird natürlich noch weitere Hüllen geben, ebenfalls für Android-Telefone. Hier wird die Produktpalette definitiv im Jahr 2023 erweitert. Momentan bei Vorstellung dieses Videos leider nur für die iPhones verfügbar. Kommen wir als erstes zu den Filtern, die jetzt hier verfügbar sind. In meinem Fall wurde mir ein VDX Mist-Filter gesendet, der stufenlos von 1 bis 5 Stufen verstellbar ist. Und das Clevere an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass du hier hinten eine Magnetfläche besitzt. Das heißt, du kannst diesen Filter einfach hier auf deine Metallhülle aufsetzen. Du musst keinen Rig ansetzen, du musst nicht schrauben, das geht alles magnetisch. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, wenn du ihn aus der Hülle rausnimmst, kommt er erstmal mit dieser Gummischutzhülle und kann sich wirklich sehr einfach aufbringen lassen. Du kannst die Gummischutzhülle drauf lassen, das ist ganz wichtig, damit du deinen Filter nicht mit fettigen Fingerabdrücken voll touchst und dann ist es wirklich total easy und einfach. Du haust diesen Filter auf die Hülle rauf, er hält magnetisch, nimmst dann die Gummischutzhülle ab und siehst hier perfekt einen richtig schönen Filter, der wie gesagt in 5 verschiedenen Stufen verstellbar ist. Hier ist es nochmal zu sehen. Du kannst dann den VDX Mistfilter stufenlos von 1 bis 5 einstellen. Und der hält auch relativ gut. Also man kann ihn relativ easy und einfach abnehmen. Aber beim Drehen und natürlich auch beim Bewegen des iPhones passiert hier nichts. Das ist richtig schön fest und stabil. Also da fällt nichts ab. Da brauchst du keine Angst haben. Hier ist alles professionell geregelt. Der Filter besteht aus richtig schönen, hochwertigen Materialien. Wenn man ihn mal so anschaut, ist er direkt aus Metall und Aluminium gefertigt. Hier vorne dann der hochwertige Filter und hier hinten nochmal eine Anleitung, wie du ihn ideal auf dein iPhone aufsetzt. Gute Geschichte, muss ich ehrlich sagen, auch hochwertig verarbeitet von Freewell, dieser Filter. Und das System ist natürlich total easy. Einfach aufsetzen und losfilmen, den Filter einstellen und dann funktioniert's. Auch wenn du den Filter wieder abnehmen möchtest, das gleiche Prinzip, die Gummischutzhülle hier aufsetzen auf diesen Filter, sodass er dir sozusagen nicht verdrecken kann und du nimmst ihn dann einfach ab und dann ist es easy und einfach, den wieder in die Hülle zu legen.
Bei den Filtern ist natürlich noch sehr wichtig zu erwähnen, hier hinten siehst du 2 Schrauben. Diese Schrauben kannst du dann austauschen, wenn sich beim iPhone hier andere Änderungen vollziehen sollten. Das heißt, das iPhone 15 Pro oder Pro Max hat dann andere Kameraabmaße bzw. andere Dinge, die du hier aufschraubst. Dann brauchst du bloß die Platine hier entfernen mit diesen kleinen Schrauben, die neue Platine nachkaufen, aufschrauben und musst dir nicht immer gleich einen neuen Filter kaufen. Das finde ich eine sehr gute Lösung. Spart auch öfter mal ein paar Euros. Gut gemacht bei Freewell. Dicken Daumen hoch. Das ist wirklich eine fantastische Sache. Ich denke mal, dass sich das Filterangebot von Freewell hier deutlich erhöhen wird. Momentan verfügbar der 1/4 VDX Mistfilter 1 bis 5 Stops und gleichzeitig noch ein Circular Polar Filter. Und der sieht dann wiederum so aus. Das Prinzip ist das gleiche, was Freewell anwendet. Beide Filter sind magnetisch und auf deiner iPhone-Hülle easy und einfach aufzubringen. Ich hoffe, dass noch ein paar ND-Filter dazukommen und dass man hier sozusagen nicht immer das anamorphe Objektiv aufbringen muss, um gleichzeitig ND-Filter zu erhalten. Ich denke, das wird sich definitiv noch erweitern. Das Angebot momentan, wie gesagt, diese beiden Filter verfügbar. Und wenn wir schon dann bei anamorphen Filtern sind, machen wir auch gleich weiter. Es gibt jetzt den Cinemorphic Gold und den Cinemorphic Blue Filter und das sind wie gesagt die anamorphen Filter von Freewell und den schauen wir uns jetzt mal an. Beim Cinemorphic Gold 1:55 gibt es erstmal ein wunderbares Paket hier inklusive. Dein Filter ist geschützt und deine Linse ebenfalls. Und wenn man das aufmacht, dann sieht man schon, dass das echt ordentlich, vernünftig und hochwertig einsortiert ist. Hier sieht man die anamorphe Linse und gleichzeitig natürlich noch die ND-Filter. Bei den ND-Filtern ist ein ND8, ein ND16, ein ND32 und ein ND64-Filter mit dabei. Das Prinzip ist auch sehr einfach. Du nimmst deine anamorphe Linse hier aus der Hülle heraus und siehst natürlich im hinteren Bereich dann die Befestigungsvorrichtung und die ist natürlich hier ähnlich wie auf der Hülle. Es gibt eine breite Seite und es gibt eine dünnere Seite und das ist auch total einfach gemacht, denn Freewell muss nachher oben stehen. Ja, also Freewell muss einfach hier oben stehen. Hier passt es nicht an dieser Vorrichtung, es passt nur hier an dieser Vorrichtung, dass Freewell oben steht und den breiteren Teil einfach hier direkt auflegen und die Linse dann drehen, was auch total easy und einfach ist. Und schon ist sie angebracht. Also achte darauf, dass Freewell oben steht und an dieser Linsenvorrichtung befestigt wird. Dann siehst du schon, hast du hier vorne auch Filter, die du dann anschrauben kannst. Und die Möglichkeit, diesen Filter zu wechseln, einfach lose schrauben und hier in die Hülle wieder einlegen und schon kannst du den ND64 oder ND8 oder ND16 aufschrauben, je nachdem, was du brauchst. Alles ist hochwertig aus Metall gefertigt, unwahrscheinlich gut verarbeitet, sitzt fest hier auf der Linse und du kannst natürlich deine kreativen Momente hier direkt ausleben mit dieser anamorphen Linse. Und wie gesagt, es gibt diese anamorphe Linse momentan in Gold und in Blue, was bedeutet, dass du blaue Lensflares oder goldene Lensflares bei Lichtkontakt in deinen Aufnahmen sehen wirst. Ansonsten ändert sich das nicht von der Optik, das bleibt dann gleich, außer dass du wie gesagt blaue und goldene Lensflares bei den verschiedenen Linsen hier hast. Mir hat man jetzt erstmal die goldene anamorphische Linse zugesandt und du siehst ja, das Aufbringen ist wirklich total easy, das Abmachen natürlich genauso, einfach drehen bis zur Kante, bis zum Anschlag und dann abziehen und schon ist deine anamorphe Linse wieder direkt in der Verpackung und natürlich auch geschützt. Also wow, kann ich da nur sagen. Um nochmal deutlicher auf die Hülle einzugehen, siehst du schon, dass du hier deine anamorphe Linse hast, Grundausstattung mit einem UV-Filter und dann natürlich total übersichtlich dein ND64, 32, 16 und 8er Filter hier direkt schön hochsortieren kannst. Du kannst es dir drehen und siehst sofort, wenn du diese Hülle aufmachst, direkt einfach welchen Filter du zur Verfügung hast, kannst ihn schnell rausziehen. Also diese Hülle ist wirklich perfekt gemacht, auch sehr stabil, also die schützt wirklich deine Linse richtig gut, vernünftig produziert.
Um die anamorphe Linse anwenden zu können, brauchst du natürlich noch eine passende App. In der normalen Film-App von Apple funktioniert sie nicht, denn du musst natürlich noch die 1,55 irgendwo einstellen, dass sie sozusagen nachher noch desqueezed wird. Und das machst du in der App Filmic Pro. Du kannst dir die kostenlose Version laden oder halt auch hier diese kostenpflichtige. Das ist jetzt die neue Filmic Pro V7. Sei dir aber bewusst, dass die Geld kostet. Dann gehst du hier bei Filmic Pro in die Einstellung rein. Unter dem Reiter Hardware befindet sich dann die Einstellung für deine anamorphen Linsen. Hier einfach das gewünschte Format anklicken, 1,55, und dann war es das schon, was jetzt sozusagen hier diese Linse betrifft. Und du bist jetzt im Kinomodus mit deiner App und kannst mit deiner anamorphen Linse alles aufnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist, und kannst natürlich dann in der Software wieder alles desqueezen, so dass du ein richtiges kinofreundliches Breitbild hast. Und das geht, wie gesagt, momentan leider nicht im Kinomodus und auch nicht im normalen iPhone-Aufnahmemodus. Hier brauchst du wirklich eine App, Filmic Pro. Kommen wir jetzt zum nächsten Highlight, und zwar ist es der Bluetooth Selfie Grip, und der ist natürlich richtig clever entwickelt worden. Also, erstmal hast du hier die Möglichkeit, dein iPhone in diesen Grip einzuspannen. Das kennen wir ja schon und ist auch nicht neu, aber gleichzeitig kannst du natürlich mit geringem Aufwand alles mounten und du brauchst keine aufwendigen, schweren Rigs mehr für dein iPhone. Hier passt alles ran, ob Stativ oder andere Dinge. Es ist alles vernünftig geregelt und du kannst es pauschal sehr einfach anschrauben. Auf der anderen Seite befindet sich dann der Calcio-Mount, und hier kannst du dann, wie gesagt, noch verschiedene Mikrofone aufsetzen, Licht oder andere Dinge, und gleichzeitig hast du natürlich auch noch Möglichkeiten, Dinge an diesen Grip mit anzuschrauben. Wenn wir hier neben schauen, dann sehen wir eine Schalteinrichtung, und das ist sozusagen deine Fernbedienung für dein iPhone. Hier kannst du sie anschalten, du musst dann diesen Griff mit Bluetooth verbinden und kannst hier dann immer die Aufnahme auslösen. Verbinden kannst du das Ganze dann, indem du diesen Schalter hier dann drückst bzw. zur Seite schiebst, und dann öffnet sich automatisch die Bluetooth-Aktivierung. Einfach unter Einstellungen in deinem iPhone den Freewell Selfie Grip suchen und per Bluetooth verbinden, und wenn er verbunden ist, kannst du dann, wie gesagt, mit der Taste deine Aufnahmen in der normalen iPhone-App auslösen. In der Filmic Pro App geht das noch nicht. Ich habe es auf alle Fälle probiert, und bei Filmic Pro nimmt er sie noch nicht, und momentan geht es halt nur in der normalen iPhone-App unter Video bzw. Foto. Wenn du hier raufdrückst, dann löst er die Aufnahme aus. Und das ist natürlich schon ein Highlight genug, aber was jetzt passiert, das wird natürlich jeden Creator erfreuen, denn du kannst diesen Griff einfach nochmal als Selfie-Griff verwenden. Du hast die Möglichkeit, den auszuziehen, und schon hast du einen Selfie-Griff, mit dem du gleichzeitig hier noch über Bluetooth, über die bekannte Taste, deine Aufnahmen auslösen kannst, und du schiebst ihn einfach nur zusammen und klappst ihn auch wieder zusammen, und schon hast du den Grip, den du dann hier an die Hülle vom iPhone anbringen kannst. Das Anbringen des Griffs ist auch relativ einfach. Du nimmst deine iPhone-Hülle und klickst diesen Griff hier oben ran. Er ist ausziehbar, klickst ihn rüber, und schon hast du die Möglichkeit, hier wunderbaren Grip zu haben bei deinen Aufnahmen und schön aufnehmen zu können, und du hast natürlich eine stabile Halterung hier und kannst gleichzeitig, wie gesagt, hier alles mit deinem Stativ anschrauben. Es ist wunderbar geregelt. Ich finde das total easy und einfach, und du hast so viele Möglichkeiten mit diesem Grip richtig schöne Aufnahmen zu machen. Du hast einen festen Halt mit deinem iPhone. Du kannst hier wirklich kreative Aufnahmen zaubern und hast alle Funktionen in einem Griff vereint. Und wenn du während den Aufnahmen das Ganze nochmal verändern möchtest und als Selfie-Grip hier ausprobieren willst, auch total easy und einfach. Es ist hier nochmal verstellbar, also du kannst die Kamera hoch und runter neigen und gleichzeitig dann hier über die Funktion des Auslösers deine Aufnahme auslösen und das Ganze dann als Selfie-Griff nehmen, und wenn du es dann nicht mehr brauchst, einfach zusammenschieben, umklappen, und schon hast du die Möglichkeit, hier wieder mit deinem iPhone vernünftige Aufnahmen zu machen. Das Ganze dann stabil geregelt und sehr schön gemacht.
Was ich als Anmerkung habe, wenn ihr Kurzbefehle programmiert habt, hier auf der Rückseite des iPhones, dann solltet ihr diese Programmierung in der Zeit, wo ihr die Hülle verwendet, dann doch lieber entfernen, weil du kommst natürlich öfter mal hier rüber und weiß ich was und dann gibt's gleich wieder ein Bildschirmfoto, wenn du dann hier rankommst und zweimal drückst, zweimal klickst, siehst du ja hier, will er schon wieder ein Bildschirmfoto machen und das solltest du dann direkt mal ausschalten, dann ist es natürlich optimal zu verwenden. Also es passiert natürlich auch nur im Zustand vom iPhone, wenn das jetzt nicht filmt, wenn das sozusagen im Standby-Modus ist, dann kann dir das passieren, dass über die Kurzbefehle hier hinten direkt mal ein Bildschirmfoto geschossen wird, währenddessen du den Griff hier anbringst, also alles ausschalten, dann lässt sich das natürlich optimal und vernünftig auch arbeiten. Kommen wir jetzt mal zu den Preisen. Wie schon gesagt, bekommst du das gesamte Kit einmal mit der goldenen anamorphen Linse und einmal mit der blauen. Preislich liegen beide bei aktuell $299 und ich denke, dass sich der Preis in Euro kaum ändern wird. Weiterhin kannst du aber auch alles einzeln erwerben, beziehungsweise auch in anderen Konstellationen. Ich habe euch die Links zu den Produkten nochmal hier unten direkt in meine Videobeschreibung gepackt und so kannst du bei Interesse einfach nochmal nachschauen. Zu beachten ist natürlich, dass ich euch ein sogenanntes Muster präsentiert habe. Offizieller Verkaufsstart ist der Januar 2023 und es können sich natürlich immer noch Inhalte aus diesem Video ändern. Und damit danke ich euch fürs Anschauen, sehr gern bis zum nächsten Video und tschüss, bye bye und winke winke.